Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Honda CBF 1000. Im letzten Teil sahen wir bereits, wie man die Ventilsteuerzeiten einstellt und kontrolliert. Wenn der Tank bereits unten ist, bietet es sich an, die Zündkerzen bei diesem Serviceintervall gleich mitzumachen. Bei 30.000 ist ein guter Zeitpunkt, falls man nicht weiß, ob die vorher jemals gewechselt wurden, die Kerzen mitzumachen. Das geht wahlweise recht gut mit einer 3/8 Zoll Ratsche oder auch mit einem Kugelgelenk. Spätestens wenn der Thermostat gelöst ist, lassen sich die Wasserleitungen gut zur Seite schieben und man kommt an die Zündkerze am dritten Zylinder auch gut dran. Die Laufkultur vom Motor spiegelt sich oft in den Zündkerzen wider. Bei dieser Maschine ebenfalls. Für ihr Alter und die Kilometerzahl lief die Maschine noch sehr sauber. Dies bestätigt auch das Kerzenbild. Als nächstes kommen wir zum Wechsel vom Luftfilter. Ist bei der Maschine auch sehr dankbar gemacht. Unter dem Tank die graue Blende, Seitenverkleidung, wie sie auch immer heißt, muss entfernt werden und man hat direkten Zugriff aufs Luftfiltergehäuse. Wenn alle Schrauben gelöst sind, fällt einem das Luftfiltergehäuse an sich fast entgegen. Es handelt sich in dem Fall noch um einen Standardfilter, einen Serienfilter, der vom Zustand zumindest äußerlich wirklich noch gut aussieht. Man sieht aber leider auch nicht zwischen die Lamellen, wie verschmutzt diese sind. Da der Besitzer einen neuen Filter mitgeholt hat, macht es natürlich auch Sinn, den direkt zu tauschen. Luftfiltergehäuse wieder drauf, Schrauben dran und weiter zur nächsten Baustelle. Dann geht es auch schon weiter mit dem Ölfilterwechsel. Der Ölwechsel selber wurde gemacht, als die Maschine zu mir kam und noch warm war, daher habe ich den nicht gefilmt. Ist hier aber auch nur eine Schraube. Der Ölfilter wird geschützt von diesem Ölfilterdeckel, der aufgebracht ist. Der dient als Steinschlagschutz und oder Verschmutzungsschutz. Nach dem Lösen der Schrauben kann der Filter direkt geöffnet werden. Da der hier so schön zugänglich ist, habe ich dafür den Ölfilterschlüssel von Knipex benutzt.
Ist nicht das speziellste Mittel der Wahl, funktioniert aber sehr oft sehr gut. Spätestens jetzt sollte man auch etwas unterstellen, sei es drum, ob es ein Eimer, eine Wanne, eine Auffangwanne wie in dem Fall ist, und dann erst den Filter abschrauben. Nach dem Entfernen kann man ruhig noch eine halbe Stunde bis eine Stunde das Öl weiter laufen und tropfen lassen. Habe ich dann hier auch gemacht, allerdings im Zeitraffer. Bei der Montage vom Filter, früher nutzte man immer Altöl, machte das auf den Finger und rieb einmal über die Dichtung. Hier sieht man, die Dichtung an sich ist nass, das heißt, hier ist schon ein Fett drauf. Da braucht man das hier eigentlich nicht mehr machen. Mache ich jetzt hier nur zur Demonstration. Nach dem Anziehen mit der Hand sollte man den Filter wieder mit Drehmoment anziehen. Hierfür gibt es verschiedene Ölfilterschlüssel. Der Ölfilter wird mit 26 Nm angezogen. Ist dies erledigt, sollte spätestens jetzt die Ölablassschraube wieder befestigt sein und von oben kann Öl nachgefüllt werden. Die Ölablassschraube wird mit 30 Nm angezogen. Eingefüllt werden bei der Maschine 3 Liter Öl mit Filterwechsel oder 2,7 Liter ohne Ölfilterwechsel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schaut gerne wieder rein und abonniert den Kanal.